Bilder eines Computertomographen, kurz CT, kennen wohl die meisten. Das linke CT-Bild zeigt einen Wasserkopf, rechts zum Vergleich ein normales Gehirn. Doch wie entstehen solch faszinierende Bilder? Dieses Video erklärt das grundlegende Funktionsprinzip. Dazu unterteilen wir den Kopf in 9 Bereiche, hier als Quadrate dargestellt. Ziel ist es, die Beschaffenheit jedes Quadrates mit Hilfe der Computertomographie zu ermitteln. Zuerst schieben wir das Kopfmodell in die CT-Röhre. Dort befindet sich auf der einen Seite die Strahlenquelle, hier rot dargestellt, auf der gegenüberliegenden Seite der Detektor, blau gezeichnet. Die Quelle sendet gleichzeitig mehrere Röntgenstrahlen aus. Diese durchlaufen den Kopf und werden in den Quadraten unterschiedlich stark abgeschwächt. Fester Knochen absorbiert mehr Strahlenenergie als weiches Gewebe. Entsprechend verschieden sind die beim Detektor gemessenen Werte. Betrachten wir den obersten Strahl. Von den 20 Einheiten Ausgangswert misst der Detektor nur noch 2 Einheiten. Damit lässt sich folgende Gleichung aufstellen. Ausgangswert abzüglich der Absorption der Quadrate 1, 2 und 3 ergibt den Restbetrag von 2 Einheiten. Analog lassen sich 2 weitere Gleichungen erstellen. Schreiben wir nun die Unbekannten links, die Zahlenwerte rechts und halten fest. Es sind 9 Unbekannte, aber erst 3 Gleichungen. Das Gleichungssystem ist unterbestimmt. Wir benötigen weitere Gleichungen. Dazu werden Strahlenquelle und Detektor um einen bestimmten Winkel gedreht. Die neue Ausgangslage liefert weitere 3 Gleichungen. Diesmal durchläuft der oberste Strahl die Quadrate 4, 2 und 3. Die zugehörige Gleichung lautet 20 minus x4 minus x2 minus x3 gleich 3. In gleicher Weise entstehen die anderen 2 Gleichungen. Schreiben wir auch hier die Unbekannten links, die Zahlenwerte rechts. Nun sind es bereits 6 Gleichungen. Werden Strahlenquelle und Detektor erneut um einen bestimmten Winkel gedreht, liefert dies die letzten 3 Gleichungen. Nun ist das Gleichungssystem vollständig und lässt sich exakt lösen. Die Lösungen x1 bis x9 entsprechen der Absorption jedes einzelnen Quadrates. Je höher die Zahl, umso dichter das Gewebe. Wird jeder Zahl ein Grauton zugeordnet, ergibt sich ein Muster. So entsteht das CT-Bild dieser Schicht. Wir erkennen in der Mitte ein dunkles Quadrat. Hier wurde der Röntgenstrahl nur wenig abgeschwächt. In den Quadraten 2, 6 und 8 wurde der Röntgenstrahl stark abgeschwächt. Entsprechend hell ist der Grauton. Um medizinisch aussagekräftige Bilder zu erhalten, sind ungleich mehr Bildquadrate nötig. Ein handelsüblicher Bildschirm hat etwa 2 Millionen Bildpunkte. Ein CT-Bild in dieser Qualität benötigt somit 2 Millionen Gleichungen. Eine Aufgabe, welche ohne Computer nicht zu bewältigen ist. Daher auch Computertomograph. Abschließend sehen Sie eine kleine Auswahl typischer CT-Bilder. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.